Willkommen an der Militärakademie in Wiener Neustadt. Mein Name ist Oberst Markus Reisner, ich bin der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie und heute wollen wir uns in einem neuen Video damit befassen, welche Fähigkeiten und Taktiken im Hintergrund eine ganz wesentliche Rolle in diesem Konflikt spielen. Fähigkeiten und Taktiken, die uns auf den ersten Blick gar nicht auffallen, die aber ganz wesentlich zum Erfolg vor allem der ukrainischen Seite bis jetzt beigetragen haben. Dazu müssen wir ganz kurz den Konflikt seit dem 24. Februar betrachten. Am Beginn, in den ersten 2 Wochen, war es so, dass die russische Seite relativ rasch Geländegewinne durchführen konnte. Es gab einen Angriff an 4 Fronten, im Norden, im Nordosten, Osten und im Süden, und der Vormarsch war davon geprägt, dass die russischen Truppen rasch vorangefahren sind. In der 3. Woche begannen dann die ersten Herausforderungen, die sich weiter fortgesetzt haben. Das waren die Angriffe auf die Logistikkonvois, es waren die Angriffe der ukrainischen Spezialkräfte ganz gezielt auf Gefechtsstände, es war aber vor allem auch der Einsatz der Artillerie, der dazu beigetragen hat, dass am Ende der 6. Woche die russische Seite entschieden hat, ein Schwergewicht im Donbass zu bilden, die Truppen im Norden abzuziehen und sich hier neu zu konzentrieren. Und wenn wir die letzten Wochen betrachten, so sieht man auch, dass die Kämpfe sich vor allem im Donbass abspielen. Die ukrainische Seite versucht quasi dem entgegenzuwirken durch Angriffe an den anderen Frontlinien und die Russen versuchen hier entsprechend entgegenzuhalten. Jetzt kann man sich die Frage stellen, in diesen letzten knapp 12 Wochen, was hat gut funktioniert und warum hat es so gut funktioniert? Wir wissen, 3 wesentliche Dinge waren der Fall. Das erste war die Taktik der Ukrainer, der Einsatz gegen die Logistiklinien, gegen die Logistikkonvois, der Einsatz der gezielten Artillerieschläge, aber auch der Einsatz der Spezialkräfte und natürlich die hohe Moral der ukrainischen Soldaten. Das zweite Wesentliche sind natürlich die massiven Waffenlieferungen, vor allem jene Waffensysteme, die am Beginn geholfen haben, diesen Abnützungseffekt auf die russische Seite durchzuführen. Und das dritte Element, das auch ganz wesentlich ist, natürlich die Übermittlung von Aufklärungsdaten der USA und NATO, die die ukrainische Seite befähigt hat, diese Einsätze durchzuführen. Schauen wir uns nun im Speziellen die Artillerie an, denn der Einsatz der ukrainischen Artillerie ist sehr bemerkenswert und erscheint für uns sehr wichtig, wenn wir diesen Konflikt betrachten. Hier habe ich kurz skizziert den traditionellen, sehr vereinfacht dargestellten Einsatz von Artillerie. Wir haben einen sogenannten Forward Observer, der abgesessen oder mit einer Drohne ein Ziel aufklären kann. Diese Daten übermittelt er dann über eine C2-Struktur, also Command und Control, an ein Führungselement, das diese Feueranforderung dann an ein Wirksystem, wie in diesem Fall eine BM27-Batterie, weitergibt. Diese BM27-Batterie befindet sich in einem definierten Stellungsraum, einer Position Area Artillerie. Die Kommunikation funktioniert durch ein Battle Management System oder ein Führungsinformationssystem. Wenn ein Ziel erkannt wird, dann wird das Ziel aufgeklärt und diese Zieldaten weitergegeben und in letzter Konsequenz kommt es zum Einsatz von einem Wirkmittel auf das Ziel selbst. Im Laufe der letzten Jahrzehnte konnte diese Zeit, die man dazu gebraucht hat, immer wieder optimiert werden von wenigen Minuten, die man dazu gebraucht hat, beziehungsweise wurde sie auch immer wieder in die Länge gezogen aufgrund der Vorgaben zum Beispiel des humanitären Völkerrechts, also die Frage, besteht die Gefahr eines Kollateralschadens, dass also zu prüfen war, ob jetzt diese Feueranforderung wirklich legitim war. Der Punkt war, dass bei einem derartigen traditionellen Einsatz immer das Problem auch bestand, dass wenn der Gegner bewirkt worden ist durch ein Wirksystem, er natürlich versucht hat, dem entgegenzuwirken, indem er durch eigene Artilleriesysteme ein Gegenfeuer durchgeführt hat. Das heißt, in diesem Fall hatte so quasi die russische Seite mit einer Batterie BM21 die ukrainische Seite bewirkt und hier schwere Ausfälle verursacht. Zusätzlich kommt hinzu, dass die Kommunikation immer wieder der Herausforderung durch Störer unterliegt. Das heißt, die Kommunikation sehr eingeschränkt durchgeführt wird, beziehungsweise es Herausforderungen gibt, die man nicht lösen kann und damit auch die Zeit für die Feueranforderung sich in die Länge zieht. Wenn wir uns nun die Erfahrungen der ukrainischen Seite anschauen aus dem Konflikt mit Beginn 2014 und den letzten Jahren, so erkennt man anhand dieses Beispiels, dass die Masse der Ausfälle der ukrainischen Seite, was also quasi die Kampffahrzeuge betroffen hat, vor allem durch gegnerische Artilleriesysteme erfolgt ist. Sie sehen das hier an diesem Balken, wo Sie sehen, dass gepanzerte Fahrzeuge zu 45% ausgefallen sind aufgrund von Artillerietreffern, Artilleriesysteme sogar aufgrund von 65%, ein klarer Indikator für erfolgreiches Gegenfeuer der russischen Seite, oder auch allgemeine Fahrzeuge zu 57%. Das heißt, die ukrainische Seite musste etwas ändern, um quasi bei einem neuen Konflikt hier erfolgreicher zu sein. Was war das? Sie haben die Art und Weise des Artillerieeinsatzes geändert. Das System blieb grundsätzlich gleich. Es gibt nach wie vor den Beobachter, der ein Ziel erkennen kann.
Es ist aber so, dass quasi der Feuerstellungsraum der Artillerie in einer viel aufgelockerten Form passiert, im sogenannten Stellungsraumverfahren. Das heißt, die Geschütze oder Wirkmittel sind auf einen größeren Raum verteilt. Die Kommunikation erfolgt durch zweierlei Dinge. Einerseits durch eine sehr gezielt von der ukrainischen Seite entwickelte Software namens GES-ARTA, aber auch in Kommunikation mit einem Verbindungsmittel, das wir so nicht am Radar haben, aber eine sehr wichtige Rolle spielt, nämlich mit dem System Starlink von Elon Musk. Wie läuft jetzt ein derartiger Einsatz ab? Auch hier ist es so, dass wenn ein Ziel erkannt wird, diese Daten, also die Koordinaten, aufgenommen werden von dem Beobachter und weitergegeben werden. Hier ist es aber wichtig zu verstehen, dass die Weitergabe der Daten so erfolgt, dass viele in sehr kurzer Zeit die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten zur Anwendung zu bringen, das heißt, ihre Waffensysteme einzusetzen. Das heißt, durch diese App im Wesentlichen ist es möglich, diese Koordination durchzuführen in einer Form, dass die Zeit für die Feueranforderung wesentlich verringert wird, auf wenige Minuten. Und dann alle jene Systeme, die in der Nähe sind oder die Reichweite, die effektive haben, sofort wirksam werden können. Zusätzlich noch in Kombination mit dem Umstand, dass die Munition, die dafür eingesetzt wird, wie hier in diesem Fall, eine endphasengesteuerte Munition ist. Der große Vorteil ist, wenn jetzt die russische Seite versucht, mit Gegenfeuer zu antworten, dann hat sie das Problem, dass aufgrund des dezentralen Einsatzes der Batterie oder der Wirkmittel sie vor der Herausforderung steht, ihr maximales Feuer auf sehr wenige Möglichkeiten konzentrieren zu müssen. Das heißt, sie kann die Batterie als Gesamtes nicht vernichten. Das Problem besteht auch, dass durch diese Satellitenkommunikation der Einsatz von Störern sehr schwierig wird, die quasi normalerweise den Funkverkehr stören, sondern der russische Angriff muss also auf diese Satellitenkommunikation abzielen. Sehen wir uns nun die Kernelemente des Einsatzes der ukrainischen Artillerie noch einmal im Detail an. Dazu habe ich im öffentlichen Netz einige Recherche durchgeführt und die Kernaussagen möchte ich Ihnen nun zeigen. Beginnen wir mit dieser App, GES-ARTA, von ukrainischen Softwareingenieuren entwickelt, in sehr kurzer Zeit und sehr effektiv. Der große Vorteil ist die schnelle Unterstützung. Eine sehr einfache Benutzeroberfläche, wie an diesen Bildern erkennbar, wo die Koordinaten eingegeben werden und rasch den Fähigkeitsträgern, also den Artilleriesystemen, zur Verfügung gestellt werden. Das zweite Wesentliche ist Starlink, das System von Elon Musk. Hier wissen wir, dass die Benutzeroberfläche ebenfalls sehr einfach ist. Das heißt, wir haben also eine gewisse Bandbreite, wir haben die Möglichkeit der Kommunikation über viele Satelliten, über 1760 Satelliten, die sich hier bereits in der Erdumlaufbahn finden, und wir haben auch Bandbreiten, die große Datenmengen zu übertragen zulassen. Wir wissen auch, dass am Beginn die russische Seite sehr wohl versucht hat, dies zu stören. Dabei gab es sogar einen Side-Effekt in den europäischen Ländern, wo zum Beispiel sehr viele Windkraftanlagen betroffen waren. Elon Musk gibt hier in diesem Tweet bekannt, dass es nicht gelungen ist, der russischen Seite das System zu stören, und diese Störerversuche dauern auch an. Wir sehen das hier in einem weiteren kurzen Twitter-Eintrag von Elon Musk vor wenigen Tagen, wo er darauf hinweist, dass die russische Seite nach wie vor versucht, die Kommunikation zu stören. Warum ist das wichtig? Weil natürlich diese Kommunikation ganz wesentlich dazu beiträgt, dass die ukrainische Seite vor allem ihre Artilleriesysteme einsetzen kann. Dieses dezentrale Internet spielt also eine wesentliche Rolle quasi im Konflikt. Das dritte wichtige Element ist natürlich bereits erwähnt die Munition. Hier ist ganz interessant, dass die ukrainische Seite ein russisches System nachgebaut hat. Die russische Seite hat sogenannte endphasengesteuerte Artilleriegranaten vom Typ Krasnopol. Die ukrainische Seite hat diese nachgebaut und hat ihr eigenes System entwickelt namens Kvitnik. Das ist auch der Hintergrund, warum wir oft in den Videos sehr gezielte Artillerieeinschläge sehen. Also der Ersttreffer ist oft bereits der das Fahrzeug zum Beispiel zerstört. Das heißt Precise Targeting, dezentrale Kommunikation, aber auch der Umstand, hier rasch wirksam werden zu können, ist ganz wesentlich für die Einsatzführung der ukrainischen Artillerie. Sehen wir uns nun ein paar ausgewählte Beispiele an. Ein Beispiel vom Beginn des Konflikts, das war dieser rasche Vorstoß aus dem Raum Sumy der russischen Kräfte entlang einer zentral geführten Linie in Richtung Kiew. Hier gibt es ein sehr bekanntes Video, wo man erkennen kann, dass der russische Konvoi sehr gezielt durch Artillerie angegriffen wird und viele Fahrzeuge zerstört werden. Ein gutes Beispiel für den sehr frühen Einsatz von GES-ARTA. Ein zweites Beispiel ist Gegenfeuer. Auch hier ein Beispiel aus dem Süden des Landes. Es gibt immer wieder Artillerieduelle zwischen Mykolaiw und Cherson von beiden Seiten. Hier gibt es auch ein Video, das sehr interessant ist. Es zeigt nämlich eine gezogene russische Artilleriebatterie nach dem Gegenfeuer durch die ukrainische Seite mit sehr verheerender Wirkung. Auch hier kann man gut erkennen, dass quasi das Artilleriefeuer der Russen sofort von ukrainischer Seite lokalisiert worden ist und es ein effektives Gegenfeuer gegeben hat.
Der dritte, nicht zu unterschätzende Fall ist auch hier ein Beispiel, um zu zeigen, dass also gerade auch der Angriff der ukrainischen Artillerie auf die Führungskommunikation und Führungsstruktur ganz wesentlich war. Wir wissen, dass bis heute ca. 13 russische Generäle und man nimmt an, über 20 Oberste gefallen sind. Warum ist das der Fall? Weil die ukrainische Seite sehr gezielt hat versucht, die Gefechtsstände anzugreifen. Hier ein Beispiel aus dem Raum Isium. Isium ist quasi jener Raum, wo die russische Seite versucht, bei der Schlacht im Donbass die sogenannte nördliche Zangenbewegung zu entwickeln. Hier gab es am 30. April einen Angriff auf Zabafne, wo man annimmt, dass ein russischer General, nämlich jener General, der verantwortlich ist für die elektronische Kampfführung, getötet worden ist durch den gezielten Einsatz der ukrainischen Artillerie. Schlüsselmomente in der Schlacht sind natürlich wesentliche Treiber des Konflikts. Auch hier ist ein Beispiel, das in den letzten Tagen sehr intensiv kommuniziert worden ist, wieder heranzuziehen, um zu zeigen, dass der gezielte ukrainische Einsatz der Artillerie sehr effektiv sein kann. Die Situation war die, dass in der Nähe von Bilohorivka, in der Nähe von Sjerodonezk, die russische Seite versucht hat, durch mehrere Brückenschläge die ukrainische Seite in der Tiefe zu umfassen. Das hat am Beginn auch funktioniert. Man ist also über den Siversky Donetsk, diesen markanten Fluss, hinübergekommen und hat Kräfte quasi bereitgestellt am Ostufer. Diese Kräfte wurden aber zurückgedrängt. Daraufhin hat die russische Seite versucht, an anderer Stelle einen neuen Brückenschlag durchzuführen, auch dieser war nicht erfolgreich. Woraufhin die russische Seite zum dritten Mal versucht hat, eine Brücke zu legen und hier massiv Kräfte hinüberzuführen. Die ukrainische Seite hat diese Zeit aber genützt und hat bis zum 10. Mai nicht nur eigene Kräfte zusammengeführt, sondern auch Artilleriesysteme bereitgestellt. Und als die Russen versucht haben, massiv über diese zwei Pontonbrücken den Fluss zu überqueren, kam es zu einem vernichtenden Abwehrfeuer. Und man nimmt an, dass vermutlich 2 bataillonstaktische Gruppen hier zerschlagen, wenn nicht gar vernichtet worden sind. Auch hier wieder ein Beispiel der guten Koordination der ukrainischen Artillerie zur Erreichung eines gezielten Abwehrerfolges. Am Ende des Videos möchte ich Ihnen dieses Bild zeigen. Es zeigt eine russische Mister-Batterie, also schwere Artilleriegeschütze vom Kaliber 152 mm, die sich hier in einem Windschutzgürtel untergezogen haben. Das ist ein klarer Indikator dafür, dass man versucht, möglichst unerkannt das Feuer weiter an den Feind zu bringen. Wir haben aber auch hier noch immer diesen traditionellen Feuerstellungsraum, wo die Geschütze relativ eng nebeneinander stehen. Interessant ist, dass die ukrainische Seite einen Mix zwischen alter Taktik und neuer Taktik angewandt hat. Das heißt, wir haben also innovative Taktiken und Gefechtstechniken und wir haben herkömmliche Taktiken und beides in Kombination, wie in diesem Zitat auch dargestellt, hat offensichtlich dazu geführt, dass die ukrainische Seite in den letzten 12 Wochen des Konflikts, vor allem was den Einsatz der Artillerie betroffen hat, sehr erfolgreich diese Maßnahmen durchgeführt hat. Damit bin ich am Ende und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören.